Und da muss ich hinkommen, dass sich die Dokumentation und meine Entscheidungen anfangen zu wehren. Der eine meint, vom Monolith zum Microservice komme ich einfach, weil ich muss ja nur doch auseinanderschneiden. In der Theorie ja, in der Praxis vergiss es. Nur ein ADR, den ich schreibe und im blödsten Fall noch in den Wiki reinlege, wo kein Mensch drauf schaut, das wird nicht funktionieren. Ich weiß, die Änderung schmerzt mich nicht. Warum soll ich die verteidigen? Ich verpasse so viel Evolution, die ich so einfach zulassen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor und freue mich, euch wieder eine Folge von der OOP 2026 präsentieren zu dürfen. Bei mir zu Gast war Ralf Enderle. Mit ihm habe ich über das Thema Softwarearchitekturen gesprochen, was ja bekanntlich eine wichtige Basis für unsere Software-Tests sind. Das Problem dabei manchmal ist eine Architektur schon veraltet, wenn sie fertig beschrieben ist. Was wir dagegen tun können und wie wir sie im besten Fall nutzen können, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Hallo Richie, freut mich hier zu sein. Ja, ich freue mich total. Wir sind ja hier auf der OOP 2026 in München, neue Location, viel los, tolle Keynote schon gehabt heute über Datenschutz mit Max Schrems gewesen. Das fand ich schon mal sehr spannend. Aber bei uns geht es heute um was anderes und zwar ums Thema Architektur. Und ich habe so deinen Abstract gelesen vorneweg und da stand so, ja, die Architektur ist meistens schon veraltet, wenn man sie fertig geschrieben hat. Und da muss ich so leidvoll an meine Testerzeit denken, wo ich mir denke, ja, es ist so eine wichtige Basis für Testfälle, für Qualität. Es ist eigentlich schwierig, dann damit zu arbeiten, wenn es nicht mehr aktuell ist. Aber vielleicht fangen wir mal am Anfang an. Wie siehst du denn so den Blick auf die Architektur? Warum ist denn die schon veraltet? Wie dreht sich da die Welt weiter? Was passiert denn da? Also Thema bei Architektur ist ja, wir überlegen uns in der Architektur, wie wir das System bauen wollen. Was ist uns wichtig? Was sind die Randbedingungen? Was muss da rein? Auf was müssen wir achten? Einfach so 3-4 Level über dem, was wir nach dem Coding tun. Einfach der Bauplan von der Software. Und die Überlegungen dauern meistens ein paar Tage, ein paar Wochen, manchmal leider auch Monate, je nach Systemgröße und je nachdem, wie viel man sich da überlegen möchte. Und unser Problem ist eben, dass sich die Welt drumherum weiter dreht. Unsere Produkte, die wir entwickeln, drehen sich weiter. Die Software, die wir bauen wollen, dreht sich weiter. Die Anforderungen drehen sich weiter. Das mag vielleicht in dem Fall, wo man sehr, sehr stark nach Wasserfall agiert, nicht ganz so schlimm sein, weil da bleibt die Welt relativ stabil. Ich mache mir lange Gedanken im Wasserfall über mein Wieso, Weshalb, Warum, was ich tun möchte. Dann geht es wahrscheinlich. Aber ab dem Moment, wo ich anfange, agil zu werden, Anforderungen sich vielleicht ändern, was ja gut ist. Wir wollen ja Software bauen, die den Nutzen stiftet und nicht die irgendwelche Anforderungen bedient, die es vielleicht nicht mehr gibt, wird es eben mit Architektur schwierig. Ja. Wenn ich mir da zu lange Gedanken mache, läuft mir unter Umständen meine Software weg. Ja. Ich meine, es ist natürlich auch ein bisschen ein Widerspruch, weil ich kann mich erinnern, so als ich so testen gelernt habe, da hat es immer geheißen, so, du musst auch frühzeitig Performance testen und Security, weil das sind Dinge, die gehen an die Architektur ran und wenn man da noch mal ran muss, dann ist Polen offen irgendwie, wenn man da zu spät was macht. Ne? Und natürlich sich da was zu überlegen, was sinnvoll ist, aber trotzdem so fluide zu bleiben, dass es funktioniert, das ist ja schwierige Gratwanderung, oder? Genau, das ist ein echt schwieriger Spagat und da ist so der Punkt, ich muss mir meiner Architektur einfach Gedanken machen, was sind jetzt wirklich fundamentale Entscheidungen, die einen riesigen Impact auf meine Software haben, wie ich sie baue und auch auf die ganzen Randanforderungen, wie jetzt auch, was du sagst, im Testing und Co., Qualitätssicherung, die ich so einfach nachher nicht mehr gedreht kriege. Ja. Da macht es durchaus Sinn, dass ich mir wirklich sehr, sehr viele Gedanken mache und meine Gedanken auch in meiner Architektur, in meinem Software, in meinem Zyklus, den ich da drin habe, verteidige. Weil das sind die Grundpfeiler meiner Architektur. Andersrum gibt es wieder auch sehr viele Entscheidungen, die muss ich zwar treffen als Architekt und in meiner Architektur, aber die sind, wenn wir ehrlich sind, nicht so wichtig. Also es ist wichtig, dass ich was machen kann, aber wenn ich an denen was rüttle und was ändere, so what? Deswegen geht meine Software, meine Architektur nicht zugrunde. Und diesen Spagat müssen wir hinbekommen, dass wir die Grundpfeiler festzurren und auch wissen, warum wir sie festgezurrt haben und uns das Wieso, Weshalb, Warum überlegen.
auf der anderen Seite aber auch wissen, welche Entscheidungen sind zwar wichtig, dass ich sie getroffen habe, aber ich kann sie ohne Probleme auch revidieren. Ich kann sie anders entscheiden, wenn die Welt drumherum sich gedreht hat. Und diesen Spirit mit reinzunehmen und die Überlegungen mit reinzunehmen, ich glaube, das ist sehr zentral und sehr wichtig rauszubekommen, wo ich da stehe mit dem, was ich da tun möchte. Ja. Hast du denn da mal für uns ein paar Beispiele, da du uns sagen kannst, okay, das ist etwas, was ich wirklich so von Beginn an auch da festlegen sollte und das sind Sachen, wo ich weiß, okay, da brauche ich vielleicht mehr Spielraum? Also ganz klassisch, wo ich wirklich von vornherein eigentlich wissen sollte, wo ich hin will, wenn ich so mir überlege, wie will ich die Grundpfeiler meiner Software bauen, will ich auf eine wirklich moderne Microservice-Architektur gehen. Ich will das ganz klein halten, ganz kleine Services stricken, die untereinander agieren, um hoch skalierbar zu sein, ausfallsicher das Ganze hinzubekommen und so weiter. Oder gehe ich auf einen ganz, ganz klassischen starken monolithischen Ansatz, in den ich dort alles reinnehme, weil das ist so eine Entscheidung, die bekomme ich später schwer revidiert. Ich habe damit mit vielen Leuten schon geredet. Der eine meint, vom Monolith zum Microservice komme ich einfach, weil ich muss ja nur doch auseinanderschneiden. In der Theorie ja, in der Praxis vergiss es. Ja. Andersrum aber auch, ja, ich habe meine Microservice und sage, na ja gut, dann copy-paste alles in eins, passt ja dann wieder. Ja. Auch das, die Idee ist gut, die Praxis wird echt schwierig. Ja. Ich finde das gerade was Schönes, was du noch sagst, was auch immer ein bisschen so das befriedet, weil häufig hört man das ja, dass es nur mehr Microservices gibt und ich darf kein Monolith mehr haben und so. Aber ich finde, da hast du gerade auch schön diplomatisch, es geht auch, man kann trotzdem noch Monolithen bauen oder man muss, also das klingt natürlich immer so negativ auch, ne, aber vielleicht auch ein System, ne, das quasi für sich arbeitet und nicht jetzt zerfasert ist in ganz viele kleine Microservices, die ja auch ihre Nachteile bringen, wenn ich ganz viel so Kleinkram habe. Dann muss man halt die Gründe überlegen. Ja. Wenn es gute Gründe für das eine oder für das andere gibt, alles okay, alles safe. Heißt aber für mich, weil das eben eine sehr zentrale Architekturentscheidung ist, ich muss diese verteidigen. Ja. Über den Zyklus meiner Applikation hinweg. Und ich muss mir die Konsequenzen bewusst sein. Währenddessen andere Entscheidungen, die ich treffe, welches Logging-Framework ich in meiner Applikation verwende, irgendwann wird die Frage aufkommen, ich muss die Entscheidung treffen. Ja, wenn wir in 8 Wochen feststellen, nee, passt nicht ganz für uns oder meine Idee war gut, mein Team kann halt nur ein anderes, so what, dann ändere ich das. Das bringt meine Architektur nicht um. Das System wird weiter funktionieren, das ist kein fundamentaler Change. Und die Überlegung muss ich eben reinnehmen. Wo lohnt es sich zu kämpfen und wo lohnt es sich wirklich viel zu überlegen und was ist einfach Evolution, die ich zulassen kann. Eben dass mein System mitwachsen kann, wo es einfach geht. Ja. Und wie mache ich das dann konkret? Weil ich habe immer so die Vorstellung, ne, da sitzen halt dann die Architekten, da gibt es manchmal auch so übergreifende Runden, weil so manche Unternehmen so Sachen festgelegt werden. Ne? So, dann sagt man, okay, wir machen jetzt vielleicht Microservices oder so und dann das Logging-Beispiel ist ganz spannend. Wie halte ich denn das flexibel, ne? Damit dann nicht irgendwie alle danach sagen, ja, wie könnt ihr das jetzt ändern? Das ist doch, also wir haben das doch gesagt, das geht so. Genau, also bestenfalls mache ich mir am Anfang, wenn ich so eine Entscheidung treffe, einfach mal die Gedanken, was bedeutet die Entscheidung für mein System? Und ich finde die Analogie, die Jeff Bezos da gemacht hat mit seinen Type 1 und Type 2 Entscheidungen ganz zentral. So nach dem Motto, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich gehe durch die Tür durch, kriege ich die jemals wieder auf? Ja. Dann Typ 2. Und dann kann ich rückwärts gehen und kann mich umentscheiden. Ich kann was anderes tun. Währenddessen gibt es eben auch Entscheidungen, wo ich weiß, ich gehe durch diese Tür durch. Und wenn diese Tür zu ist, ich kriege die nicht mehr auf. Das wird echt anstrengend, weil die Wand ist groß, die Tür ist zu, ich komme da nicht mehr rückwärts. Und das ist so eine ganz einfache Aufteilung, die ich da schon mal treffen kann. Wo liegt meine Entscheidung gerade? Wie viel Energie muss ich reinstecken? Und auch wie viel Energie muss ich danach reinstecken, um die Entscheidung zu verteidigen? Ja, ja. Ich denke mal, das ist ja gerade, wenn du das Logging ansprichst, da ist es ja, also wenn ich jetzt etwas habe, wo ich weiß, okay, das will ich später nochmal austauschen, ne, dann ist es ja auch wichtig, das zu kommunizieren, dass das modularer bleibt, ne, dass ich das nicht zu tief verankere im System, weil sonst kriege ich es ja nachher nicht mehr rausgeschnitten dann. Ne? Ja, die Überlegung sollte man sich immer treffen, wie gut bekomme ich es hin, das generalistisch zu designen. Und gerade bei dem Logging-Thema geht es halt ganz einfach darum, dieses banale Beispiel. Da ist wirklich, also ich muss schon sehr viel falsch machen, dass ich das nicht mehr getauscht bekomme nachher. Schafft man auch, man schafft das aber auch dann hat man wahrscheinlich auch andere Probleme, von daher egal, ja. Und also klar sollte ich immer schauen, das generisch genug hinzubekommen. Andererseits aber
für manche Themen wird es halt wirklich sehr, sehr schwierig, die so generisch hinzubekommen, dass ich einfach die Wahl für immer habe. Und da dann auch wieder diese Typ-1-Entscheidungen, wo ich wirklich weiß, ich lege hier was sehr Zentrales fest. Auch da kann ich mir das auf den Hut schreiben. Auch diese zentralen Entscheidungen versuche ich maximal generisch abzubilden, dass ich da jederzeit von überall hin wieder wegkomme und woanders hinkomme und so weiter. Das führt aber halt dazu, dass ich ein massiv overengineertes System bekomme. Und das vielleicht aus Gründen, die ich gar nicht brauche. Ja, genau. Ja, weil ich denke, das ist natürlich, je offener ich das halte, desto, wenn ich generisch bleibe, habe ich natürlich wieder keine konkrete Anweisung, wie ich es dann umsetze. Ne? Und habe dann vielleicht da fehlt mir die Beispiele dann dazu. Ne? Ja. Und die Frage muss man sich halt stellen. Und sehr oft ist dann halt so, hört sich kurz nach Typ 1 an, aber nee, eigentlich wäre es ganz einfach, hier auf Typ 2 zu kommen, eben weil austauschbar, es gibt einfach Patterns, die man drüberlegen kann, dann ist die Implementierung ziemlich egal. Andererseits wieder manche Typ 1 Entscheidungen, da kann ich lange überlegen, die generalistisch hinzubekommen. Es wird halt einfach schwierig. Und dann spielt halt auch noch sehr stark meine Strategie rein. Wie viel kann ich selber überhaupt festlegen als Architekt? Wir hatten es, so das Thema Souveränität ist ja gerade sehr wichtig. Und das spielt halt rein, oft entwickle ich ja mittlerweile Systeme, die in die Cloud gehen. Welchen Hyperscaler nehme ich? Wenn ich jetzt die Wahl zwischen den großen habe und den europäischen, dann habe ich als Architekt eine sehr große Wahl. Wenn ich von meiner Company einfach schon die Ansage habe, wir gehen zu einem großen Hyperscaler, dann weiß ich bin da. Ja. Wenn aber zusätzlich die Ansage kommt, halte das System trotzdem generisch, weil wir wissen nicht, wo die Welt hingeht für uns, auch als Unternehmen, dann weiß ich für mich, an sich ist eine Typ-1-Entscheidung, weil mich auf so einen Hyperscaler festzulegen, ist schon eine Ansage. Aber ich kann das eigentlich relativ gut auf eine, vielleicht nicht Typ 2, aber eine Typ-1-Entscheidung hinbekommen, die trotzdem noch generisch gut genug funktioniert, indem ich einfach Cloud-Native baue. Ja. Dann verbandle ich mich nicht so stark mit so einem Hyperscaler. Wenn ich aber für mich sage, das ist mir an der Stelle zu teuer oder will ich nicht oder was auch immer, und ich baue wirklich diese nativen Systeme dieses Hyperscalers tief in meine Architektur mit ein, dann weiß ich, ab diesem Moment ist das eine ganz klare Typ-1-Entscheidung. Ich komme von diesem großen Hyperscaler nicht mehr weg. Oder zumindest nicht in vertretbarem Aufwand. Transformationen gibt es immer, ja, aber die Aufwände waren dann echt enorm. Ja. Jetzt ist es ja so, also ich finde diese Überlegung, die ist ja total wichtig. Ne? Und es ist ja die Entscheidungen, die man da trifft, auch quasi, wie ist jetzt ein gewisser Themenbereich sagen wir, kategorisiert, etwas, was so fix bleibt oder ob das quasi offen bleibt, ist ja auch etwas, was ja dann alle wissen müssen. Ne? Das ganze Team, ob Entwickler, ob jetzt vielleicht auch Business-Analysten oder UX-Designer, der Tester, alle müssen ja irgendwo dann auch mit dieser Entscheidung leben. Wie kann man denn das gut kommunizieren oder auch dokumentieren? Ne? Also ich merke jetzt, wenn ich Architekturdokumentation sehe, das ist meistens irgendwas. Ne? Also, genau. Spannend, ja. Aber was hast denn du da für Tipps oder für Erfahrungen? Also was man auf jeden Fall machen sollte, ist einfach das, was wir klassisch in der Architektur machen, uns Gedanken machen über zum Beispiel die ARC42-Templates, C4, auch ADAs schreiben, alles wichtig müssen wir tun, weil das ist einfach unser Werkzeug, wie wir erstmal für uns die Gedanken niedergeschrieben bekommen. Wir haben ein Framework, wir haben Patterns an der Hand, wie wir selber nichts vergessen, aber wie wir uns auch nicht verzetteln. Es gilt aber dann darum, eben auch da wieder so die Brücke zu finden, wie viel schreibe ich dort rein, wie viel dokumentiere ich jeweils, wie viel Energie lege ich rein. Und gerade bei den klassischen ADAs ist so das, was immer kommt, ja, schreib einfach mehr ADAs, dann wird es klar, wie die Architektur gemeint ist. Und wenn die Architektur nicht funktioniert, schreib noch mehr ADAs. Das kann man tun, man sollte sich aber auf die Typ-1-Entscheidungen fokussieren, weil die sind extrem wichtig, die muss ich gut dokumentieren. Und da muss das auch einfach hieb- und stichfest stimmen. Und die sollte auch in meinem Projekt jeder kennen. Während zu Typ-2-Entscheidungen, die einfach auch wichtig sind, aber die sich ändern dürfen, auch da darf ich gern was niederschreiben, aber vielleicht nicht zu viel Energie investieren. Und ich sollte davon ausgehen, wahrscheinlich wird es nicht jeder im Team dann auch kennen. Und was aus meiner Sicht zentral wichtig ist, ich muss dafür sorgen, dass das, was ich mir in meiner Architektur überlege, die Dokumente, die ich schreibe, dass die für sich genommen sich verteidigen können. Die müssen sich irgendwie manifestieren über das Blatt Papier hinaus, das ich da habe. Weil nur ein ADA, den ich schreibe und im blödsten Fall noch in eine Wiki reinlege, wo kein Mensch drauf schaut, das wird nicht funktionieren. Und wenn ich es schaffe, meine ADAs so hinzubekommen, dass sie sich wehren können, wenn sie gebrochen worden, oder dass sie mir zumindest eine rote Lampe anschalten, du, Moment mal, die Idee, die ihr hier habt, das wird nicht funktionieren, weil
ich hier als RDA sage dir, keine gute Idee. Das verstößt gegen das, was wir hier festgelegt hatten. Und da muss ich hinkommen, dass sich die Dokumentation und meine Entscheidungen anfangen zu wehren. Dass die sich melden, hoppla, hier, nee, denk mal nochmal drüber nach. Und Typ 1 denkt extrem drüber nach, weil das wird echt schwierig. Typ 2 denkt drüber nach, aber vielleicht ist es eine gute Idee, das jetzt zu ändern, weil du jetzt Gründe dafür hast. Dann passt es, genau. Ja, ja. Jetzt gibt es natürlich Entscheidungen, die sind ja, oder sagen wir Überlegungen bei diesen Sachen, wo ich sage, okay, ich meine, so ein Logging, das will ich dann vielleicht später mal austauschen oder auch bei der Cloud, das ist so eine typische Architekturfrage. Es gibt ja auch so, sagen wir mal, ein bisschen weichere Faktoren, wie zum Beispiel auch das ganze Thema der Wartbarkeit oder besonders der Testbarkeit, auch natürlich wieder für uns relevant, ne? Das, wo ich auch überlegen muss, na, wie flexibel kann ich denn da sein? Wie kann ich denn das auch gut da mit reinnehmen in die Architekturüberlegungen? Ja, also das sind gute Beispiele. Ich finde, was immer sehr gut ist, ist so das Thema Performance. Ich kann definieren, meine Architektur soll performant sein. Ja, es ist schön. Normalerweise definiere ich dann eben KPIs, die dir vielleicht im Testing dann auch gut helfen. Ich kann gegen diese KPIs testen. Dann habe ich schon mal so ein paar Sachen, gegen die ich das challengen kann. Legen wir da noch drin oder legen wir da nicht drin? Und das verknüpfe ich bestenfalls mit meinen Architekturentscheidungen. Ich nutze zum Beispiel die Microservices und die bieten mir bestimmte Vorteile. Auch bestimmte Metriken möchte ich mit diesen Microservices erreichen. Zum Beispiel, dass ich hoch skalieren kann und eine bestimmte Performance einhalten kann, weil die Skalierung eben pro Service möglich ist. Dann kann ich diese KPIs festlegen. Du kannst deine Tests dagegen schreiben und dann bin ich schon soweit, die Architektur verteidigt sich. Wenn deine Tests fehlschlagen, wird irgendeine Lampe angehen und mir sagen, da passt was nicht. Und wenn ich nachvollziehen kann, ja, wir haben diese festgelegt, weil... Und das war einer der Gründe, warum Microservices, dann können wir darüber nachdenken, passt es noch, passt es nicht. Und so kann man auch für diese Kriterien sich einfach Mittel und Wege überlegen, wie man die nicht nur definiert, sondern auch in die Testbarkeit reinbekommt. Und was ich da auch einen sehr guten Ansatz finde, ist, und das passt gut auch in das Testing-Thema rein, sind diese Fitness-Functions von Neil Ford. Ein relativ altes Konzept, aber trotzdem hat es für mich weiterhin Bestand. Und das sorgt eben genau dafür, dass ich meine eigentlich harten Architekturkriterien, die sich auf Blatt Papier ziemlich hart anfühlen, ab dem Moment, wo ich aber testen will, ziemlich weich werden und trotzdem wieder auf eine technische Prüfbarkeit hinbekomme. Und so kann ich das reinnehmen und dann habe ich schon ein Stück weit eine Architektur, die sich verteidigt. Ja, ja. Also das finde ich auch nochmal einen schönen Punkt, diese selbstverteidigende quasi Architektur. Das finde ich total wertvoll, auch weil damit alle auch arbeiten können oder quasi dagegen auch, also sich damit reiben können oder schauen können, was sie davon dann auch für sich rausnehmen. Ja. Was meinst du denn, wenn du heute so Softwareprojekte dir anschaust? Also, oder sagen wir so, bei manchen Unternehmen sehe ich immer noch, da gibt es dann so den Architekturkreis, na, das ist so ein bisschen, manche ein Elfenbeinturm, na, und da wird dann entschieden und dann so, wir haben jetzt eine Architektur gefunden und die ist jetzt zu verwenden und dann sitzen die Entwickler und die Tester da und denken, mein Gott, warum hat mich keiner gefragt? Ne? Wie können wir denn als Team da besser zusammenkommen, dass wir da auch frühzeitig in diesen Prozess reingehen? Oder was muss ich als Tester einem Architekten sagen, damit der hellhörig wird und dann sagt, oh, lass uns mal zum Kaffee gehen und uns das mal überlegen? Also ich glaube, das sind zwei Themen. Zum einen genau dieser Mechanismus, den du beschrieben hast mit, da gibt es dann nochmal Boards drüber, die schauen sich die Architektur an und dann machen wir große Runden und wir treffen uns alle 4 Wochen und reviewen das Ganze und denken stark drüber nach und bringen Ideen rein, weil wir die gerade hatten, die mit der Realität der Software am Ende, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wir überlegen uns Dinge, die mit der Realität nichts zu tun haben, meilenweit entfernt sind. Und da muss man auch eben die Krux schaffen, welche Entscheidungen machen wirklich Sinn in so einem Gremium. Meine Typ-1-Entscheidungen, da macht es vielleicht schon Sinn, die da mit hinzunehmen, weil da brauche ich vielleicht auch das Standing vom Management, dass die dahinter stehen. Meine Typ-2-Entscheidungen, warum soll ich die in so einer Runde diskutieren? Wenn ich an dem Punkt angelangt bin, dann habe ich echt ein Problem, weil dann diskutiere ich in Runden über Themen, die wirklich mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Und ich verhindere die Evolution in meiner Software und Architektur, die so einfach wäre. Ja. Anstatt mich um die Dinge zu kümmern, die echt schwierig sind und den Impact haben, wo es sich lohnt, in der Runde zu reden. Ja. Und der Punkt mit dem Testing, ich muss einfach, und das wäre so ein Punkt, den ich als Tester dem Architekten mitgeben würde. Schön, dass du dir die Architektur überlegst, aber überleg dir bitte auch, wie
manifestiert sich die Architektur in KPIs, in weichen oder harten Faktoren, die prüfbar sind. Wie können wir gemeinsam sicherstellen, dass die Architektur, die du dir überlegt hast, aus guten Gründen, dass die auch gelebt wird, dass die nicht verletzt wird, eben dass die Architektur sich wehren kann. Und das sind diese Fitness-Functions, sind ein Aspekt, wie ich das Ganze machen kann. Und wir sind mittlerweile im Zeitalter von, ich nutze das Passwort jetzt, AI. Ja. Sorry for that. Ja, genau. Genau. Nee, aber auch das ist so ein Punkt. Wir haben mit dem auf einmal nochmal ein Werkzeug mehr an der Hand, das uns jetzt so manche Dinge einfacher macht, die ich vorher vielleicht architektonisch mir überlegt hatte, aber in einen technischen Test nicht gießen konnte. Ein Beispiel, das relativ gut nachvollziehbar ist, ich kann mir architektonisch überlegen, das ist so auf einer tiefen Ebene, jeden Catch-Block, also jeden Fehler, den ich abfange, da muss irgendwas in meinem Log passieren. Ich will es im Log irgendwie sehen, dass ein Fehler, der abgefangen worden ist, auch in meinem Log irgendwie erscheint, dass ich darauf reagieren kann, weil ich eben weiß, Qualität für später, wenn Fehler passieren, ich muss sie nachvollziehen können, ich muss irgendwie darauf reagieren können, weil produktive Fehler immer schwierig. Mit nur der Idee bekomme ich das auch technisch halbwegs sicher abgetestet. Ich kann über reguläre Ausdrücke prüfen, ja, da gibt es einen Catch-Block, da muss irgendwann danach ein Log-Statement kommen, alles schön, aber wirklich Qualität ist das noch keine. Ich weiß nur, da gibt es ein Log-Statement, was da passiert, keine Ahnung. Während wenn ich da jetzt neben diesen technischen Tests auch noch erkläre, warum mir das wichtig ist, was da dahinter steckt und mit dem am Ende eine KI fütter, die auch nochmal drüber gehen kann und auch feststellt, okay, da gibt es einen Catch-Block, ich muss das nachdenken. Der hat mir beschrieben, er will einen Catch-Block Fehler abfangen und das rausloggen. Okay, kann ich technisch prüfen, das passt schon soweit. Aber ich weiß auch, er will das sinnvoll abfangen. Und die KI kann jetzt anfangen, den Kontext drumherum sich anzuschauen und feststellen, das, was er rausloggen will, soll auch sicher sein. Und merkt dann noch, oh, ich bin hier im Kontext von Kreditkartenzahlungen unterwegs. Da war ein Fehler in der Kreditkartenzahlung. Gut, er hat den Fehler abgefangen, er loggt ihn raus. Hier vielleicht die Kreditkartennummer rauszulocken. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wird mir mein regulärer Ausdruck so nicht finden. Die KI kann sowas eben tun. Und da kann man die Ideen weiterspinnen, um da einfach auch noch Kontext in die Entscheidung mit reinzubekommen. Und das ist dann schon ein Mehrwert, der mir nochmal mehr Sicherheit gibt. Ich weiß, wir haben da keine 100% Sicherheit. Ich weiß auch, KIs stehen nicht jeden Tag mit der gleichen Laune auf. Die sind nicht diese 100% Sicherheit, ja, alles gut. Aber warum soll ich auf die 80%, die ich trotzdem bekomme, verzichten? Ja, genau. Ja. Also das ist natürlich ein total wertvoller Input, gerade für solche Fälle, auch wie du sagst. Ne? Ich habe jetzt ein bisschen rausgehört und gesagt, also wenn du dieses übergreifende Board und die Teamentscheidung, also in meinen Worten würde es so Typ 1 Entscheidungen packe ich in so ein übergreifendes Board, das können die machen, und Typ 2 lasse ich im Team. Genau. Ja, also da kann der Architekt mit dem Entwickler oder mit Testern und so gemeinsam diese Dinge entscheiden und weiterspinnen. Ne? Genau. Ja. Also für mich wäre auch, wenn ich bei einer Typ-2-Entscheidung feststelle, heute im Retro, das wir gemacht haben, irgendwie das kommt nicht so gut an. Ja. Wir haben jetzt ein paar Wochen, Monate mit der Entscheidung so gearbeitet, aber nee, irgendwie das Gefühl ist nicht so gut im Team, dass die Entscheidung gut war. Dann ändere ich das. Weil ich weiß ja, die Entscheidung ist änderbar. Die ist so gemacht, die hat so wenig Impact, ich kann sie ändern. Und wenn das Team mit der Entscheidung nicht klarkommt oder auch andere Themen dagegen sprechen, weil eben Metriken ausschlagen und so weiter. Aber ich weiß, die Änderung schmerzt mich nicht. Warum soll ich die verteidigen? Ich verpasse so viel Evolution, die ich so einfach zulassen kann. Also es macht einfach da wenig Sinn, das zu verteidigen dann. Ja. Sehr spannend. Also mir fallen gerade so viele Projekte aus meiner Vergangenheit an, wo ich mir denke, wenn wir das so gemacht hätten, das wäre so schön gewesen. Aber gut, ja, aber man kann es in der Zukunft ja besser machen. Ja, ja. Sehr schön, Ralf. Du, ich danke dir schön, dass du hier das Thema mal so aufgefasst hast. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Impuls. Ich glaube, da können wir auch viel für unsere tägliche Projektarbeit mitnehmen, das vielleicht mal anstoßen, vielleicht mal ins Spiel bringen, vielleicht mal bei einer Retro bringen. Wollen wir nicht mal in die Richtung Architektur uns das überlegen, weil viele haben natürlich jetzt schon irgendeinen Architekturprozess, der läuft, na, aber den kann man ja natürlich auch anpassen. Kann man adaptieren, genau. Kann man besser warum machen, nicht? ne? Ja. Genau. Die Welt ändert sich. So ist es, ja. Die ändert sich auch sicher weiter und sicher auch schnell weiter, und da brauchen wir auch irgendwie die Flexibilität und Resilienz darauf zu antworten. Genau. Ne? Ich danke dir schön, dass du da warst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß heute bei deinem Vortrag am Nachmittag. Dankeschön. Und jetzt hier noch auf der Konferenz, und bis bald. Danke, Richie. Sehr gerne.